Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. In diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal möchte ich einige Themen ansprechen. Und es geht um die Auswanderung nach Russland, ob es sich momentan lohnt, für wen passt das Leben in Russland am besten oder wem kann das nicht passen. In erster Linie möchte ich über die Auswanderung nach Russland etwas sagen. Ich weiß, einige Deutschen spielen schon lange mit diesem Gedanken. Die erste Welle, die ich erlebt habe, nach Russland auszuwandern, war im Jahre 2015. Damals gab es in Deutschland eine sehr große Migrationskrise. Merkel war damals noch an der Macht. In diesem Jahr 2015 habe ich mit meinem YouTube-Kanal erst angefangen und dann kamen sofort sehr viele Anfragen und die Fragen über das Leben in Russland. Die Situation mit den Migranten hat sich in Deutschland nach der Zeit beruhigt. Soweit ich weiß, nur wenige Menschen kamen nach Russland oder überhaupt keine. Das war so nur eine kurze Angst, würde ich mal sagen. Und jetzt, fast 10 Jahre sind vorbei, sehe jetzt wieder, dass so eine Migrationswelle in Deutschland sich aufbaut, schon seit Jahren. Seit letzten 2-3 Jahren würde ich mal sagen. Ja, auf YouTube gibt es schon viele russischsprachige YouTube-Kanäle, die gehören den Russlanddeutschen, die nach Russland zurückgekehrt sind. Und jetzt erzählen sie über die Auswanderung nach Russland, besser gesagt über die Rückkehr. Viele Russlanddeutschen kamen nach Deutschland, als sie noch Kinder waren. Sie kamen natürlich mit den Eltern und jetzt sind sie schon erwachsen und haben eigene Kinder. Und die meisten russlanddeutschen Familien kehren nach Russland nur wegen den Kindern zurück. Ihr weißt ja, was in Deutschland in der Kinderpolitik passiert, in der Politik, was die Kinder angeht. Und viele Eltern haben Angst vor der Zukunft ihrer Kinder und wollen nicht, dass ihre Kinder in so einem Umfeld wachsen und erzogen werden. Auf meinem Kanal behandle ich das Thema der Russlanddeutschen nicht. Ich bin im Kontakt mit echten Deutschen, mit Urdeutschen, so würde ich mal sagen. Und jetzt beobachte ich wieder, dass viele Deutsche wieder ein Interesse für das Leben in Russland haben. Es gibt ja schon viele Deutsche, die diesen Weg gegangen sind und leben jetzt in Russland. Besonders viele Deutsche leben im Großraum Moskau. Ja, versteht sich. Dort gibt es einfach mehr Möglichkeiten, eine gut bezahlte Arbeit zu finden. Nur wenige ziehen nach Sibirien. Ja, das Leben in Sibirien passt nicht jedem. In erster Linie wegen dem Klima. Ja, wir haben kurzen Sommer, dann Zwischenzeit Herbst und Frühling und dann den kalten Winter haben wir ja etwa 4 Monate. Die Temperaturen in Sibirien schwanken zwischen minus 10 und 30 Grad Celsius, aber im Durchschnitt ist das minus 25 Grad, würde ich so sagen, ja. Ja, dabei muss man warme Kleidung haben. Das ist auch noch ein Problem des Lebens in Sibirien. Wir haben 4 ausgeprägte Jahreszeiten und für jede Jahreszeit muss man Kleidung kaufen. Sommer, Winter, Herbst, Frühling. Ja, das muss man natürlich nicht jedes Jahr kaufen. Für ein paar Jahre kann man die Kleidung kaufen und das reicht. Dann wechselt man die Kleidung, wenn sie abgenutzt ist. Wem passt die Auswanderung nach Russland? Ich denke mal, und ich bin mir voll sicher, die Auswanderung passt denjenigen, die in Russland schon mehrmals waren und vor Ort Freunde und gute Kontakte haben. Ja, es ist wichtig, gute Kontakte vor Ort zu haben, wo man leben will. Dann bekommt man mindestens am Anfang die Unterstützung von den Russen. Man muss auch das russische Alltag sehr gut kennen, sehr gut wissen, wie es aussieht. Für manche, die noch in Russland nie waren, kann es ein Kulturschock sein. Das muss ich ehrlich sagen. Das Alltagsleben unterscheidet sich sehr stark von dem in Deutschland. Und wenn Sie in Russland noch nie waren, dann kann es eine Überraschung sein. Ganz zu schweigen, der Autoverkehr ist ein großer Unterschied. Herzlich willkommen, wenn Sie es vorhaben, nach Russland auszuwandern, aber auf jede Auswanderung muss man sich natürlich im Voraus vorbereiten. Russland besteht aus vielen Regionen mit dem unterschiedlichen Klima. Das ist ja bekannt. Viele wollen im Süden Russlands leben, einige ziehen weit weg von der westlichen Grenze, tief nach Sibirien. Das ist auch eine gute Variante. Wir haben in Sibirien sehr viel Platz. Hier kann man entweder ein Dorf oder eine mittelgroße Stadt finden. Für jede Auswanderer, egal nach Russland oder nach Ungarn oder woanders noch, muss man natürlich Ersparnisse haben. Ohne Ersparnisse wird dann die Auswanderung sehr schwierig sein. Man muss etwas in Deutschland verkaufen, wenn man überhaupt etwas hat. Und dann kann man mit den Ersparnissen auswandern. Mit den Ersparnissen kann man dann vor Ort
etwas kaufen. Entweder ein Holzhaus oder eine Wohnung, je nachdem, wo man leben will. Aber soweit ich weiß, wollen die meisten Einwanderer aus Deutschland in einem Familienhaus auf dem Grund leben. Das ist gar kein Problem, sowas zu kaufen. Man muss etwa mit 30.000 Euro rechnen. Also für 3 Millionen Rubel kann man etwas Vernünftiges finden. Es gibt viele Angebote auf dem Markt. Noch was möchte ich dazu sagen. Besser ist, wenn man noch mit dem Russischen schon vorher angefangen hat. Die Sprache ist immer wichtig. Wenn man keine Unterstützung, keine Betreuung vor Ort hat, dann muss man alleine selbstständig vor Ort klarkommen können. Das ist sehr wichtig, mit dem Russischen im Voraus anzufangen. Mindestens die Grundkenntnisse müssen da sein. Ohne sie wird es schwierig sein, vor Ort Fuß zu fassen. Momentan ist die politische Lage in Russland und weltweit angespannt. Jetzt muss man genau darüber nachdenken, ob es Sinn macht, nach Russland zu ziehen. Vor kurzem hat Russland die Atomdoktrin erneuert, das heißt an die aktuelle politische Lage angepasst. Ein großer Krieg ist nicht auszuschließen. Damit muss man jetzt auch rechnen. Aber wenn man tief nach Sibirien zieht, dann ist es in Ordnung. Je weiter von der westlichen Grenze, desto besser. Dann ist man sicher. Zum Beispiel die Region Irkutsk oder Burятien. Die Regionen Novosibirsk und Krasnojarsk sind große Angriffsziele, soweit ich mitbekommen habe. Jetzt möchte ich ein paar Worte davon sagen, wem die Auswanderung nach Russland überhaupt nicht passt. Sie passt denen nicht, die noch nie in Russland waren, die keine Kontakte vor Ort haben, die kein Russisch können und die über 60 Jahre alt sind. Ja, so ist die bittere Wahrheit des Lebens, das will ich ehrlich sagen. In diesem Fall wird es tatsächlich sehr schwierig sein, nach Russland auszuwandern und vor Ort die Wurzeln zu schlagen. Ich bin der Meinung, auf die Auswanderung muss man sich mindestens 2-3 Jahre lang vorbereiten. Erstmal muss man verstehen, ob das Alltagsleben überhaupt interessant ist, ob man so in diesem Land im Alltag leben kann. Ja, das ist sehr wichtig und natürlich das Klima muss auch angemessen sein. Einige können in Thailand nicht leben, weil es dort zu heiß ist. Einige können in Norwegen nicht leben, weil es dort kalt ist. Genauso kalt ist das oder ähnlich ist das auch in Sibirien. Aber wenn man warm angezogen ist, dann lässt sich die Kälte gut ertragen, ja, gar kein Problem. Und das Haus oder die Wohnung haben Heizung, es gibt genug Essen. Also eigentlich kann man in Sibirien gut leben. Ich bin der Meinung und mir voll sicher, mit 1000 Euro im Monat Einkommen kann man in Sibirien sehr gut leben, besonders alleinstehend. Zu zweit geht es auch, aber dann lebt man sparsamer, aber trotzdem möglich. Ja, es geht auch mit 700, 800 Euro ist auch in Ordnung. Ja, aber 1000 Euro im Monat Einkommen, zum Beispiel als Rente oder online verdienen, das ist am besten, was geben kann. Weil das Durchschnittsgehalt etwa 500 Euro ist. Noch eine Alternative für die Auswanderung kann das Studium in einer privaten Sprachschule sein. Auf meinem Kanal gibt es schon ein Video von solchem Angebot. In Irkutsk gibt es eine private Sprachschule, wo Russisch auf Deutsch unterrichtet wird. Das ist sehr vorteilhaft und die Schule kann dann die Einladung mindestens für 3 Monate ausstellen. Am besten muss man dann die Einladung für 1 Jahr beantragen, aber man kann mit 3 Monaten anfangen, um zu sehen, ob das Studium passt. Und dann kann man vor Ort die Aufenthaltsgenehmigung verlängern lassen. Das ist gar kein Problem. Das wäre wahrscheinlich eine Alternative und als erster Schritt im Rahmen der Vorbereitung auf die Auswanderung nach Russland. So ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, die politische Lage ist jetzt nicht nur in Russland, sondern auch weltweit angespannt. Und Ungarn wäre wahrscheinlich auch ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Russland, um abzuwarten, wie sich die Lage in Russland weiterentwickeln wird. Dafür braucht man natürlich viel Geld. Nicht jeder kann von einem Land zum anderen so einfach springen. Dann braucht man tatsächlich entweder viel Ersparnisse, viel Geld, oder man muss ein sicheres Einkommen in Deutschland haben. Auf jeden Fall lade ich alle nach Sibirien ein. Mindestens als Tourist kann man nach Irkutsk zum Baikalsee anreisen und einfach die Natur genießen. Ja,
jemand muss auch in Deutschland bleiben, ja. Ich habe mir in letzter Zeit einige Videos vom Geschehen in Deutschland angeschaut. Leider muss ich feststellen, dass die deutsche Gesellschaft sehr gespalten ist. Das ist ein sehr kompliziertes Thema, davon möchte ich in einem anderen Video sprechen, was ich davon halte und was ich darüber denke. Also, liebe Freunde, wenn ihr weitere Fragen habt, dann kann man sie unten in den Kommentaren schreiben. Ich beantworte sie ganz gerne. Tschüss!